Wenn ihr etwas kleben wollt, hättet ihr am liebsten einen Alleskleber, oder? Einen für jedes Material und jedes Klebeproblem. Man kennt das ja auch, den Alleskleber. Aber kann er auch halten, was er verspricht? Der Name Alleskleber suggeriert euch, dass dieses Superprodukt wirklich alles miteinander verkleben kann. Ob raue, glatte Oberfläche, hart oder weich. Und das unabhängig von der Beanspruchung durch Temperatur oder mechanische Belastung. Habt ihr euch schon mal gefragt, was Kleben eigentlich bedeutet? Einfach ausgedrückt bedeutet es, dass man zwei Oberflächen mit Hilfe von Klebstoff möglichst dauerhaft miteinander verbinden will. Jede Oberfläche, und sei sie optisch noch so glatt, hat mikroskopisch kleine Vertiefungen. In diese Vertiefungen kann der Klebstoff eindringen. Durch die Aushärtung bildet er Verzahnungen aus und im Nanometerbereich chemische Bindungen und physikalische Wechselwirkungen. Dadurch hält der Klebstoff auf der Oberfläche. Das bezeichnen wir als Adhäsion. Hinzu kommt, dass jede Oberfläche eine unterschiedliche Oberflächenspannung hat. Metalle zum Beispiel haben eine relativ hohe, andere Werkstoffe wie Polyethylen oder Polypropylen eine eher niedrige. Das hat zur Folge, dass der Klebstoff eher Kugeln bildet, als sich auf der Oberfläche verteilt. Das kann man sehen, wenn man mit einem Permanentmarker auf einer Oberfläche wie zum Beispiel einer Plastiktüte malt. Da sieht man das häufig, dass sich kein Strich bildet, sondern viele kleine Tropfen. Außerdem muss der Klebstoff eine innere Festigkeit aufweisen, die sogenannte Kohäsion. Klebstoffe in ihrer Grundform sind zunächst flüssig oder pastös. Der Aushärteprozess der Klebstoffe beginnt zum Teil durch die Oberflächenfeuchtigkeit oder durch die Feuchtigkeit in der Umgebungsluft. Dann gibt es die Möglichkeit, dass durch die Mischung von Harz und Härter der Aushärteprozess beginnt. Und spezielle Klebstoffe beginnen ihre Aushärtung erst durch den Abschluss von Sauerstoff und durch das Vorhandensein von Metallionen. Erst durch das Aushärten schafft der Klebstoff eine dauerhafte Materialverbindung. Es gibt Klebstoffe, die auf Basis von Adhäsion und Kohäsion so hohe Kräfte entwickeln, dass bei unseren Zugschärversuchen im Labor eher das Material bricht als der Klebstoff. Also merken wir uns, Klebstoffe sind nicht-metallische Medien, die durch Adhäsion und Kohäsion verschiedene Materialien mit und untereinander verbinden. Okay, jetzt wissen wir, was Kleben im Allgemeinen bedeutet. Aber immer noch nicht, ob der Begriff Alleskleber wirklich Sinn macht. Fakt ist, es gibt unzählige Materialien, die miteinander verklebt werden sollen. Es gibt einige, bei denen geht es einfacher und andere, bei denen ist es eher etwas schwieriger, wie zum Beispiel bei einigen Kunststoffen. Hier haben wir sehr glatte Oberflächen und zum Teil sehr niedrige Oberflächenspannungen. Genauso gibt es diverse Umwelteinflüsse und mechanische Herausforderungen, die auf unsere Klebeverbindung einwirken. Und für jede dieser Herausforderungen haben wir bestimmte Klebstofflösungen. Den einen für alles gibt es einfach nicht. Wie wir heute gesehen haben, ist das auch aus chemischen und physikalischen Gründen überhaupt nicht möglich. Mal abgesehen davon, dass wir euch ansonsten diese Vielzahl von Produkten gar nicht verkaufen können. Aber ihr werdet sehen, die meisten Produkte haben ein recht vielfältiges Anwendungsspektrum. Den Alleskleber gibt es also nicht. Man kann in dem Fall vielleicht eher von einem Vielzweckkleber sprechen. So, besten Dank für euer Interesse. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir bleiben in Verbindung.